Hannah und Fabienne sind 2 von 4,6 Millionen Menschen, die laut Statista im Jahr 2022 in einer Wohngemeinschaft leben. Die WG, die die beiden Anfang des Jahres gegründet haben, ist nicht ihre erste. Und so haben beide auch schlechte Erfahrungen mit dieser Form des Zusammenlebens gemacht. Also in der 6er-WG, in der ich gewohnt habe, war, glaube ich, das Problem mit Konflikten, dass man sie oft nicht ansprechen konnte, weil nie alle 6 Mädels da waren. Da gab es eine WhatsApp-Gruppe, wo dann Dinge diskutiert wurden. Und ich glaube, das ist immer der zweitbeste Weg, das halt online zu diskutieren. In meiner ersten WG war es tatsächlich so, dass ich dann irgendwann ausgezogen bin, weil es Konflikte gab, wie dass ihr Freund zum Beispiel zu oft da war. Das heißt, ich hatte keinen Rückzugsort mehr und wollte dann einfach mal wieder was, wo ich ein bisschen für mich sein kann, weil da einfach zu wenig Platz war dann für 3. Obwohl das Zusammenleben der beiden Freundinnen überwiegend harmonisch abläuft, gab es aber auch bei ihnen WG-typische Startschwierigkeiten. Ich bin halt Werkstudentin und studiere noch. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht so ein hohes Einkommen und Hannah verdient schon Vollzeit. Und deswegen glaube ich, dass ich bei manchen Sachen einfach so eher noch die günstigeren Varianten nehme und Hannah dann schon auch gerne mal irgendwie eine teurere Seife zum Beispiel kaufen möchte, wo wir dann aber drüber lachen und sagen, komm, wir nehmen das nächste Mal wieder die günstigere. Rücksichtnahme, Privatsphäre und Freiraum sind laut einer Umfrage von wgsuche.de die 3 wichtigsten Aspekte für das Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft. Sind diese Rahmenbedingungen nicht gegeben und ist die Stimmung dann ruiniert, wird es schwierig. Christina Blatt vom Allgemeinen Sozialen Dienst Bad Homburg kann uns erklären, wieso es in WGs so schnell zu Konflikten kommt. In einer WG hat man natürlich eine besondere Situation. Es sind alles erwachsene Menschen, die irgendwie gleichberechtigt da zusammenziehen und alle mit ihren Bedürfnissen ja auch aufeinandertreffen. Und da muss man halt gucken, wenn sozusagen nicht von Natur aus schon irgendwie eine Hierarchie gegeben ist, wie man sich da orientiert, wie man sich miteinander abspricht. Und wenn das nicht so gut funktioniert, dann kommt der Konflikt zustande, wenn unterschiedliche Bedürfnisse aufeinanderprallen. Jeder Mensch muss erst lernen, in einer WG zu leben. Und man sollte sich nicht nur der eigenen, sondern auch der Bedürfnisse der MitbewohnerInnen bewusst sein. Das klappt ganz gut, wenn man ein paar Dinge beachtet. Dass man regelmäßig miteinander redet, um auf dem Laufenden zu sein, um zu gucken, passt es für alle noch, stimmen unsere Rahmenbedingungen noch für alle, funktioniert es gut. Die Gefahr wäre, wenn man das nicht macht, dass man nur dann zusammenkommt, wenn es schon sozusagen knirscht oder im schlimmsten Fall knallt. Und dann ist es einfach unangenehm. Dann ist auch immer dieses Zusammentreffen sozusagen schlecht gekoppelt. Und wenn man sich einfach das so einrichtet, dass man nett zusammenkommt, regelmäßig, dann sollte man das vermeiden können, dass sich auch Frust anstaut. Sich Zeit für seine MitbewohnerInnen nehmen und gelegentliche gemeinsame Unternehmungen sind schon mal ein wertvoller Grundstein für ein gutes Miteinander. Dabei muss jede WG für sich selbst herausfinden, wie viel strikter Plan und wie viel lockere Absprache nötig sind. Hannah und Fabienne haben auch ein Konzept. Wir haben am Anfang halt gesagt, dass wir uns sagen, wenn uns was stört, also einfach offene Kommunikation. Das ergänzt sich so ganz gut, also da hat jeder ein Gefühl, wann er mal wieder dran ist, was zu machen. Und genau, Kosten teilen wir einfach über eine App auf, dass dann je nachdem, wer was kauft, das in der App einträgt. Und wir gucken, dass das immer halt einigermaßen ausgleicht. Wenn uns was auf der Seele liegt, dann suchen wir auch immer direkt das Gespräch und sagen, hier Hannah, das ist mir heute aufgefallen. Oder Hannah sagt, hey Fabi, guck mal, das nächste Mal kannst du da drauf achten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil wenn man es mit sich rumträgt und es nicht anspricht, dann kann der andere auch nichts ändern. Meinungsverschiedenheiten in einer WG sind etwas völlig Normales und werden sich nie ganz vermeiden lassen. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Also wenn wir euch einen Ratschlag geben können, dann sprecht immer Probleme offen an und habt euch immer lieb. Ja, wir wollen noch kurz auf die rechtliche Seite von WGs gucken, wenn man sich vielleicht nicht mehr ganz so lieb hat, Herr Rodekra. Aber vielleicht erst mal ganz an den Anfang. Welche Varianten von WG-Mietverträgen gibt es denn? Es gibt so 3 Verträge. Einmal der klassische, das ist der Vermieter, schließt einen Vertrag mit dem Hauptmieter und der wiederum vermietet in Untermiete seine Zimmer, die er eben in Untermiete weitervermieten will. Okay. Oder eine Gemeinschaft, die hat sich schon gefunden, wird gemeinsam Mieter beim Vermieter, aber das ist dann... Da unterschreibt jeder den Jeder Vertrag. unterschreibt, aber dann gibt es Probleme, wenn mal einer raus will und so, das ist oft kompliziert. Okay. Oder der Vermieter hat eine 4-Zimmer-Wohnung und vermietet jedes einzelne Zimmer an
eine Person mit Gemeinschaftsräumen, Küche und dann hat er aber jetzt in diesem Fall 4 Mietverträge. Das ist dann kompliziert mit den Nebenkosten. Also der typische Vertrag ist Hauptmieter und Untermieter. Und diese Untermieter, die sollten am besten mit dem Hauptmieter wahrscheinlich auch einen Vertrag schließen, oder? Unbedingt. Erstmal muss der Hauptmieter die Erlaubnis haben zur Untervermietung. Okay. Das muss im Hauptmietvertrag drin sein. Und diese Untervermietung, die sollte man immer schriftlich machen. Nicht nur über das Zimmer, was untervermietet wird, sondern was ist mit den Nebenkosten zum Beispiel. Oder mit einer Kautionsbeteiligung. Und dann sollte man auch in diesem Mietvertrag schon anheften, die Hausordnung, oder WG-Ordnung. Wie stellt man sich das Zusammenleben vor? Küchendienst, wer macht das Badezimmer sauber, wer bringt den Müll runter zum Beispiel? Ja, alles Streitthemen. Ja, von vornherein alles genau regeln und schon kann man viel Ärger vermeiden. Wer haftet, wenn was kaputt geht? Derjenige, der es kaputt macht erstmal, aber wenn ich diesen klassischen Mietvertrag habe, Vermieter, Hauptmieter, dann hält sich der Vermieter immer an den Hauptmieter. Auch wenn jemand den Untermiete jetzt eine Scheibe kaputt geworfen hat, dann sagt der Vermieter, mir ist es erstmal egal, wer es war. Du, lieber Mieter, mein Hauptmieter, Bist mein zahlst erstmal. Ansprechpartner, genau. Und darum sollte man im Untermietvertrag auch wieder über die Schäden was aufnehmen. Ja, okay. Braucht man in der WG eine Hausrat- oder eine Haftpflichtversicherung? Und über wen läuft die dann? Eine Haftpflichtversicherung sollte sowieso jeder haben und da sollte man darauf achten, dass Mietschäden mitversichert sind. Bei Studenten ist es so, dass sie oft noch über ihre Eltern mitversichert sind. Kommt aufs Alter an oder ob man schon zwischendurch berufstätig war, das muss man abklären. Und eine Hausratversicherung ist auch sehr sinnvoll. Es kann ja auch in der WG mal was passieren, Wasserschaden oder gar ein Brand. Und da sollte jeder seinen Hausrat versichern. Es gibt zwar extra für WGs auch Hausratversicherung, gemeinschaftlich. Ich würde aber eher sagen, dass jeder einzeln eine abschließen soll. Okay. Wenn es richtig Knatsch gibt, also trotz aller Regelungen, die man getroffen hat und trotz aller Dinge, die man festgehalten hat im Untermietvertrag, das passt einfach nicht. Wie kann man sich wieder auseinanderdividieren oder wie kann ich als Hauptmieter Untermieter wieder loswerden? Was nicht geht, einfach die Tür zu schlagen und sagen, hau ab. Denn auch in der Untervermietung gelten die normalen mietrechtlichen Regeln. Man muss Kündigungsfristen beachten und darüber sollte man eben auch offen kommunizieren. Aber wenn einer ständig gegen die WG-Ordnung verstößt, sich an nichts hält, dann geht es tatsächlich so weit, dass auch eine fristlose Kündigung möglich ist. Aber da muss es richtig im Karton scheppern. Also nicht nur, weil der Müll jetzt zweimal nicht runtergebracht wurde. Ansonsten hat man eine Kündigungsfrist von, wie lange ist die, 3 Monate oder so? Erstmal 3 Monate gilt es, da fängt es dann an bei dem Mietrecht zwischen dem Vermieter und dem Hauptmieter und kommt es darauf an, wie lang ist die Wohnung schon gemietet. Diese Kündigungsfrist verlängert sich nach Jahren. Okay, also es kann schon ein bisschen dauern. Wie ist das, wenn man später, wenn man vielleicht ein eigenes Haus hat, die Kinder aus dem Haus sind und auf die Idee kommt, Mensch, ich mache hier eine WG auf. Was sollte man da beachten, beziehungsweise welche Form von Verträgen kommen dann Auf die zum Idee Einsatz? kommen wirklich viele, weil man hat den Platz auf einmal. Da sollte man jeden, den man ins Haus holt, als ganz normalen Mieter behandeln und auch einen Mietvertrag über das jeweilige Zimmer oder die 2 Zimmer, die man vielleicht gleichzeitig vermietet, abschließen, damit da von vornherein alles geklärt ist. Auch was die Nebenkosten angeht natürlich. Okay, also da regeln und dann ist man vielleicht ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, intoleranter, weiß ich jetzt nicht. Ich finde es jedenfalls einen ganz schönen Gedanken. Also ich denke darüber nach. Danke, Herr Rodekra.